Heute wollen wir uns mit dem Tesla-Event, der neulich stattgefunden hat, dem We-Robot-Event, beschäftigen. Der hat bei uns am Institut doch für einige Diskussionen geführt, in der Kaffeeküche, aber auch schon in wichtigen Geschäftsterminen selber ist das Thema aufgekommen. Was heißt das eigentlich? Wohin bewegt sich Tesla mit der ganzen Vision der autonomen Systeme hin? Und da wollen wir heute ein bisschen ein Auge drauf werfen. Natürlich auch, was hat Tesla eigentlich da genau gelauncht? Welche Produkte sind zumindest angekündigt? Von Launchen kann man da an der Stelle noch nicht sprechen. Aber da wollen wir ein bisschen ein Auge drauf werfen und das Ganze auch aus unserer Sicht mal einordnen, ob das jetzt spektakulär war oder doch weniger. Und vielleicht zum Einstieg, Tommy, was hat dich eigentlich an diesem Event, du hast es ja auch gesehen, am meisten beeindruckt oder was ist bei dir vielleicht am stärksten hängen geblieben? Also für mich am beeindruckendsten ist natürlich das Thema der Robotik, also zumindest die Zukunftsvision, die damit dargestellt wurde. Also das Zusammenspiel von der sehr komplexen Mechanik und dann doch der sehr aufwendigen künstlichen Intelligenz, die dahinter steckt, die natürlich noch nicht fertig ist. Und was das für Zukunftsimplikationen im Prinzip hat, für die Wirtschaft, aber auch für die Gesellschaft. Absolut. Also es war eins dieser 3 Produkte, den Optimus, genau, den er präsentiert hat. Über das Thema Robotik sprechen wir gleich. Vielleicht fangen wir damit an, wofür man Tesla noch kennt, nämlich als Automobilkonzern im weitesten Sinne letztlich. Also schon immer wieder was anderes als die anderen OEMs, die wir so kennen auf der Welt unterwegs. Und da hat er ja auch 2 neue Produkte vorgestellt. Einmal das Robotaxi oder Cybercab, also ein vollautonomes Taxi, ein Zweisitzer, den er da gezeigt hat. Eigentlich schon sehr spannend. Und das Ganze nochmal in einer größeren Dimension als Robovan oder Robovan, wie er es genannt hat. Also als ein Transporter, als ein Shuttle, sagen wir mal, ja, wo man bis zu 20 Personen oder Cargo als Cargo-System auch einsetzen könnte. Das hat er letztlich dort gezeigt. Weil natürlich das autonome Fahren ist ein Riesenthema. Das beschäftigt alle sehr stark. Und er ist jetzt sehr deutlich nach vorne geprescht. Ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch schon Anbieter. In den USA kann man ja auch schon autonom sich mit dem Taxi fahren lassen. Gibt es auch tatsächlich Beispiele. Waymo. Vielleicht kannst du mal ein bisschen 2 Sätze zu Waymo sagen. Genau, Waymo in San Francisco beispielsweise, die haben tatsächlich eine Flotte von Fahrzeugen, die schon autonom agieren. Ja. Man kann diese per Handy einfach bestellen und dann kann man innerhalb von San Francisco Strecken abfahren. Der große Unterschied zu Tesla ist, steckt in der Hardware. Waymo setzt neben kamerabasierten Systemen auch auf sowas wie LiDAR und Radar, um quasi diese Sensordaten aufzunehmen, zu kombinieren und darauf dann im Endeffekt die einzelne Entscheidung abzuleiten, was aber sehr kostspielig ist. Also das heißt, diese Hardware, die da in den Fahrzeugen steckt, die ist sehr teuer, weswegen Elon Musk relativ früh gesagt hat, nee, wir machen das alles nur über kamerabasierte Systeme. Der hat sogar Sensoren aus Tesla-Fahrzeugen im Prinzip seit letztem Jahr gibt es keine Ultraschallsensoren mehr, keine der gemeine Mensch kennt die als Parksensoren, aber die gibt es dann gar nicht mehr. Es ist komplett kamerabasiertes Fahrzeuge von der Strategie dementsprechend natürlich anders. Waymo, muss man sagen, Tochterunternehmen vom Alphabet-Konzern, also Google, ist im Allgemeinen eher bekannter. Schon spannend. Es ist ja nicht nur Kosten, es ist auch Komplexität, die er dadurch natürlich wahnsinnig reduziert. Absolut, also er muss nicht Sensorfusion im eigentlichen Sinne betreiben, wo er mehrere Systeme zusammenbekommt. Und jetzt ist so ein Fahrzeug an sich auch von der Plattform an sich schon komplex. Und er macht sich das Leben einfacher dadurch, dass er sagt, ich mache das komplett kamerabasiert. Und habe natürlich dann eher fahrende Softwareplattformen, die er eigentlich im Prinzip entwickelt. Warum klappt das bei ihm? Wahrscheinlich, wenn überhaupt, bei ihm eher als bei anderen Anbietern, die eine ähnliche Strategie fahren könnten. Wegen der Masse. Also er hat natürlich sehr frühzeitig darauf gesetzt und im Prinzip noch bevor die Fahrzeuge überhaupt in der Lage waren, autonom zu fahren, Daten gesammelt. Er hat also die größte Datensammlung, die größte Videodatensammlung von Fahrzeugdaten, an die kein Hersteller jemals rankommen wird, oder beziehungsweise sieht es aktuell so aus. Und kann dadurch natürlich diese Systeme, diese Modelle deutlich besser trainieren. Also wenn man jetzt die Parallele zu beispielsweise großen Sprachmodellen nimmt, da macht die Masse der Daten und die Qualität der Daten natürlich einen großen Unterschied. Und beides, muss man dazu sagen, hat er. Und beispielsweise gibt es ja auch den Full Self-Driving Mode, zumindest in der Beta-Version in den USA für ausgewählte Nutzer, wo dann auch wirklich, sage ich mal, ein End-to-End autonomes Fahren
möglich ist. In den Erfahrungsberichten sieht man, das funktioniert nicht immer perfekt. Also die menschlichen Fahrer müssen durchaus auch mal eingreifen, klar. Das ist aber natürlich auch verständlich und normal bei diesen Systemen erstmal, also die sich gerade im Prinzip noch in der Entwicklung befinden. Und im Unterschied zu einem menschlichen Fahrer gesteht man einem technischen System ja weniger zu, einen Fehler zu machen. Ne? Gerade wenn Menschen dabei verletzt werden oder sogar ums Leben kommen, dann ist es was ganz anderes als irgendwo menschliches Versagen. Unvernunft. Man steigt ins Auto ein, wo man weiß, der Fahrer oder die Fahrerin sind eigentlich Raser, aber in ein technisches System, was zu 0,02% vielleicht mal einen Fehler gebaut hat, da steigt keiner mehr ein. Ja. Und das muss man auch einordnen. Vielleicht für unsere Zuschauer, dass wir es auch nochmal einordnen, die Stufen des autonomen Fahrzeugs. Es gibt so Levels, die sind von der SAE, also dem Society of Automotive Engineers, mal standardisiert worden. Es gibt praktisch das Level 0, das ist praktisch null Assistenzfunktion, das Level 1. Da macht der Fahrer alles. Da ist maximal ein ESP-System, sag ich mal, mit verbaut. Level 1 sind Assistenzsysteme, die aber nicht ins Fahren selbst eingreifen, also in die Lenkbewegung. Und Level 2 sind dann die Systeme, die man tatsächlich auch beim Tesla eigentlich in Deutschland nur sieht. Also darüber ist ja noch gar nicht hinaus, wo schon in den Fahrbereich reingeführt wird, man aber immer noch ständig die Hände am Lenkrad. Beim Tesla, wer schon mal Tesla gefahren ist, das muss man immer so ruckeln. Also es langt nicht mal die Hände drauf, sondern man muss auch nicht so doofe Bewegungen machen. Und dann gibt es als nächste Stufe dann eigentlich schon die erste Stufe des automatisierten Fahrens, das Level 3, wo man kurzzeitig die Aufmerksamkeit auch wegmachen kann. Ja. Haben eigentlich nur deutsche Unternehmen, Mercedes, BMW, zugelassen. Die Zulassung, also die Zulassung in Deutschland, auch nicht für alle Situationen, muss man richtig sein. Und dann kommen ja noch 2 weitere Stufen. Ja. Level 4, wo man wirklich in konkreten für konkrete Fälle tatsächlich eine komplette Autonomie hat. Man hat natürlich immer noch ein Lenkrad und dergleichen, aber es ist nicht mehr notwendig oder sollte nicht mehr notwendig sein, einzugreifen aktiv in diesen Situationen. Und dann gibt es natürlich Level 5 und das ist das, was er vorgestellt hat. Es gibt kein Lenkrad. Also du könntest gar nicht eingreifen. Das ist gar nicht technisch das vorgesehen. Ist im Prinzip das, was wir bisher als Zukunftsmusik oder Zukunftsvision gesehen haben. Das ist jetzt so, dass wir da zumindest Produkte angekündigt sehen und er ambitionierte Ziele sich gesetzt hat, dass er gesagt hat, 2026 soll die Produktion beginnen. Und klar, in der Vergangenheit lag er damit nicht immer besonders richtig bei vielen Sachen. Man muss sagen, nicht bei allen Sachen lag er falsch. Ne? Also jetzt gestern mit SpaceX beispielsweise oder vorgestern, das war natürlich auch schon extrem beeindruckend, muss man sagen. Letztendlich ich glaube, das ist tatsächlich eine Zukunftsvision, die schon realistisch erscheint. Die Frage ist natürlich nur, wann erreichen wir das? Weil es ist nicht rein eine technische Fragestellung, sondern es gibt ganz viele Faktoren, die natürlich darauf einwirken. Daneben zum Beispiel die Gesetzgebung, die Regularien, aber natürlich auch die menschliche Akzeptanz, die erstmal überhaupt da sein muss für dieses vollständig autonome Fahren. Ja, vielleicht gucken wir noch mal drauf, was Tesla da vielleicht besonders gut macht oder eine gute Möglichkeit gibt, aber was einfach auch eine Herausforderung ist. Und ich glaube, eine der wesentlichen Herausforderungen ist dieses nur kamerabasiert. Ja. Das ist nach der aktuellen Situation, wenn man Richtung Homologation, also der Zulassung der Fahrzeuge gehen würde, eigentlich gar nicht machbar. Das heißt, man hat keine Redundanz im System. Das heißt, wenn jetzt mal Kameras ausfallen sollten oder dergleichen, dann würde sich so ein System tatsächlich völlig unkoordiniert bewegen. Ja. Das heißt, da wäre eigentlich nach dem aktuellen Stand, und so sind auch die anderen Automobilhersteller ja unterwegs und sagen, wir haben mehrere Systeme, einmal um bessere Daten und Qualität zu erhöhen und zum anderen natürlich auch, um in solchen Situationen eine Sicherheitsvorkehrung treffen zu können. Das spricht auf alle Fälle erstmal so dagegen. Dann werden wir sehen, was er sich da einfallen lässt, ob er das innerhalb der Kamerasysteme eine Redundanz herstellen kann. Ja. Das wird sicherlich spannend, aber das ist für ihn jetzt offensichtlich ja kein Showstopper, muss man auch ganz klar sagen. Er setzt ja komplett auf dieses Thema und ich denke, das werden sich auch alle beobachten. Und das spricht ja, was du gesagt hast, absolut für ihn. Er hat ja nicht nur viele Daten, sondern hat eine besonders hohe Qualität. Es wurden ja schon unglaublich viele, ich sage jetzt mal, grenzwertige Situationen aufgenommen und ausgewertet, also Unfälle, Quastunfälle, diese Sachen liegen ja Tesla im Prinzip auch schon vor. Ja. Ein weiterer Vorteil ist natürlich auch, dass die Varianz an Fahrzeugen, die er im Feld hat, ist relativ gering. Ja. Das spielt ihm natürlich komplett in die Karten, weil er hat nicht irgendwo 200 verschiedene Modelle, die Kameras an unterschiedlichen Positionen haben, sondern das ist sehr überschaubar, was es da gibt. Und wenn man das jetzt mit anderen Fahrzeugherstellern vergleicht, das macht natürlich schon einen Unterschied, ob ich heterogene Daten habe, die ich zum Training nutzen muss. Er hat natürlich da eine tolle Plattform sich konstruiert und da sind wir vielleicht an den Punkten, wo man wirklich sagen muss,
was er jetzt gar nicht betont in so einem Event. Das Event war schon sehr stark auf Show gelegt. Absolut, ja. Aber das Thema, wofür Tesla auch bekannt ist, im Automobilbereich und was sich jetzt offensichtlich sehr stark auszahlen wird in der Zukunft, ist dieses Continuous Development und Continuous Deployment. Also ich kann ständig mit diesen Daten mein Fahrzeug verbessern, Over-the-Air-Updates drauf spielen. Und selbst wenn die Funktionalität noch nicht da ist, sie kommt dann irgendwann. Und das Vertrauen der Nutzer, also ich kenne jetzt ja selber viele Tesla-Fahrer, das ist ja relativ hoch. Also man hat da Vertrauen, dass da wieder Updates kommen und dass die Sachen sich verbessern. Das würde ich bei keinem anderen Fahrzeughersteller ähnlich momentan einschätzen. Das muss man ganz klar sagen. Also da hat er im Prinzip, war er einer der Ersten, der das gemacht hat im Fahrzeugbereich. Ich sag mal, von Handys kennen wir das alle oder von unseren Laptops, dass es da mal ein Update gibt und neue Funktionen freigeschaltet werden sozusagen, rein durch neue Software. Im Automobilbereich war das eigentlich undenkbar vorher. Und er hat gezeigt, dass es geht. Es gibt natürlich auch negative Beispiele, Rückrufaktionen etc. Aber auch da muss man natürlich sagen, da ist es häufig dann mit einem Software-Update im Prinzip getan gewesen. Und er hat sich diese Plattform also tatsächlich geschaffen und dadurch einen ziemlich großen Vorsprung erstmal erreicht. Ich finde, bei diesen Rückrufaktionen, da kann ja jeder sich selber mal beim Kraftfahrtbundesamt das mal anschauen. Ich habe das ja selber auch mal gemacht, als die ersten deutschen Automobilisten eine höhere Stufe jetzt, also Level 3 ja auch frei bekommen haben. Und wenn man sich dann noch mal reinguckt, die haben natürlich auch alle Rückrufaktionen. Und da ist es deutlich aufwendiger. Das ist auch etwas, einfach dieses Continuous Deployment, die ihm einfach in die Hände spielt, dass es für einen Tesla-Fahrer in dem Moment nicht so ärgerlich ist, weil er eben nicht zur Werkstatt fahren muss, sondern tatsächlich durch ein Software-Update in der Garage es gar nicht mitbekommt. Man kann sich ja vorstellen, versuch mal jemandem zu erklären, er müsste jetzt irgendwo zu einem Laden gehen, um sein Handy updaten zu lassen. Ne? Also unvorstellbar. Das wird in Zukunft mit Fahrzeugen, das wird in Zukunft mit den Fahrzeugen genauso sein. Also das brauchen wir uns ja nichts vorzumachen. Also dass man in die Werkstatt fährt für ein Software-Update, das ist tun sich aber einige noch so schwer. Tun sich einige schwer, aber das wollen wir nicht vertiefen. Wir wollen jetzt auch nicht, also wir wollen es ja sehr relativ neutral auch betrachten. Ich glaube, was auch super spannend ist, wenn man sich dieses ganze Thema Mobilität bei ihm anguckt, er hat das als erster ja vorgemacht, nicht das System Fahrzeug zu entwickeln, sondern das System Mobilität, indem er wirklich Infrastruktur alles mit angeboten hat oder mit anbietet. Ja. Und was wir jetzt gerade sehen, dass er auch diesen Gedanken eines System of Systems zu entwickeln oder diese ganzen Systeme mit einer Plattform, das trägt er eben weiter und jetzt geht es in Richtung, das System ist auch nicht mehr die Mobilität, das System ist jetzt die Autonomie, die er gerade entwickelt. Und dann sind wir eigentlich schon bei den Robotern, die dich natürlich deutlich mehr beschäftigen, begeistern als KI-Experte bei uns am Institut. Und das war auch schon beeindruckend. Bei beiden, da können wir vielleicht zum Schluss nochmal sagen, gibt es natürlich auch viele kritische Stimmen, dass vieles gefaked war, vieles inszeniert war. Aber wenn man sich das neutral anguckt, für eine Demo war schon vieles sehr, sehr gut, muss man auch beim autonomen Fahren. Es waren 20 von diesen Robotaxis da, es waren, glaube ich, noch zig von Model 3, Model Y, die autonom gefahren sind. Natürlich war das hier in einer sehr überschaubaren Umgebung, das muss man ganz klar sagen, aber die User Experience, die zu vermitteln, das war ja das Ziel. Und sonst wäre er ja schon damit am Markt. Ne? Also das muss man auch ganz klar sagen. Ganz klar. Ja, also bei den Optimus-Robotern muss man natürlich ganz klar sagen, dass es erstmal sehr beeindruckend wirkt und dass vor allem auch die Bewegungsabläufe natürlich sehr beeindruckend sind, weil teilweise auch filigrane Bewegungen gezeigt wurden. Man muss dazu sagen, es ist mittlerweile eigentlich relativ klar, dass nicht alles davon autonom durch die Roboter erfolgt ist, sondern dass diese Roboter durch Menschen ferngesteuert sind. Gerade die Armbewegungen sind Stand jetzt noch mit gibt ja auch schöne Videos, die das so zeigen. Teleoperation nennt man das dann, gesteuert. Wobei man dann auch selbst sagen muss, also das hinzubekommen für so ein Event, dass halt mehrere dieser Roboter live wirklich ferngesteuert werden und mit Menschen interagieren können, Dinge anreichen können, das halte ich trotzdem dennoch schon für beeindruckend. Und wenn wir uns jetzt die Fortschritte im Bereich KI der letzten Jahre einmal anschauen, allein das ganze Thema sprachliche Interaktion und auch räumliches oder bildliches Verständnis, das diese Systeme haben. Ne? Man nehme jetzt mal so ein GPT-4o oder jetzt das O1-Modell zum Thema Reasoning und das miteinander verknüpft. Also wir werden da sehr schnell sehr viele Fortschritte sehen, auch wenn einige andere Anbieter Stand heute vielleicht sogar noch weiter sind, was das angeht. Also wirklich Autonomie in der Bewegung hat auch Elon Musk da natürlich insofern den Vorteil, als dass, wenn seine Vision wahr ist und
er das als Produkt an den Markt bringt. Das muss ja kein fertiges, perfektes Produkt sein. Die Teslas konnten auch nicht alle das ganze autonom fahren. System dahinter, das Ganze dann weiter kontinuierlich zu verbessern und die Ganz genau. Also das ist klar seine Strategie. Er möchte quasi diese Plattform für sich erschließen. Ne? Er hat selber gesagt, das wird das nächste große Produkt, oder das wird das größte Produkt jemals sein. Und ich halte das nicht für weit hergeholt. Wenn er das tatsächlich schafft, dann wird es auf jeden Fall größer als das iPhone oder alles, was jemals zuvor da war. Weil natürlich dadurch er im Prinzip die Plattform kontrolliert, über die diese Roboter im Prinzip agieren. Und es werden wahrscheinlich unzählig viele neue Geschäftsmodelle dadurch entstehen. Und natürlich viele gute Dinge, die man sich vorstellen kann. Gleichzeitig schürt das natürlich auch sehr viele Ängste, Angst vor Arbeitsplatzverlust natürlich. Aber deshalb ist es umso wichtiger, dass wir darüber sprechen. Und ich finde es deshalb eigentlich auch gut, dass dieses Event stattgefunden hat. Weil diese Diskussionen müssen einfach stattfinden. Und bevor er das im stillen Kämmerlein entwickelt und dann auf den Markt wirft, hat man so zumindest jetzt die Gelegenheit, darauf zu reagieren, zu diskutieren und das Ganze nicht nur aus einer rein technischen Brille zu betrachten. Ja, auch eine Meinung bei uns im Institut. Er treibt jetzt so den ganzen Markt mal vor sich her und hat da mal so angestichelt und guckt mal, was kommt von Startups, von bestehenden Unternehmen. Ich glaube, das gibt auch Rückenwind für viele und einige rüttelt es vielleicht auch zur rechten Zeit noch wach. Also muss man ehrlicherweise auch sagen. Das schätze ich ähnlich ein wie du, dass andere bei dem Thema Robotik noch weiter sind. Aber ich glaube, dass er tatsächlich viele Vorteile auf sich hat und wir sehen doch einen Wechsel von dem Thema autonome Mobilität zu wirklich kompletten Autonomie und Unterstützung im Alltag. Das sind ja schon, also das ist schon die Königsklasse, das muss man ganz klar sagen. Und was damit alles möglich ist, also das hat er selber gesagt, er könnte jetzt dann irgendwann mit SpaceX ein paar Optimus-Roboter auf dem Mars schicken und den Mars kolonisieren. Selbst wenn es nur per Steuerung gehen würde, gut, physikalisch ist es noch etwas schwierig dann von den Distanzen her, aber mit einem Update, ne, oder irgendwann, also jetzt losschicken und in 5 Jahren hat er die Software dazu. Wenn man es jemandem zutrauen würde, dann tatsächlich dann diese Firma. Der Wille ist auf jeden Fall da, das zu machen bei ihm. Es wird sich zeigen, was davon dann realistisch ist oder nicht realistisch ist, aber er verfolgt auf jeden Fall eine klare Strategie. Und das macht er tatsächlich noch nicht mal nur allein mit Tesla. Ne? SpaceX hast du jetzt erwähnt. Thema Starlink, wo er im Prinzip eine eigene Internetinfrastruktur über die Satelliten schafft, die natürlich dann auch dazu dienen werden, diese autonomen Systeme miteinander zu verknüpfen und vielleicht, auch wenn sie noch nicht 100% autonom agieren können, für die Situation, wo dann ein Mensch eingreifen muss, hat man an jedem Ort der Welt vielleicht in Zukunft dann tatsächlich eine stabile Internetverbindung, auch wenn einzelne Länder den Breitbandausbau vielleicht verschlafen haben. Gut, vielleicht haben wir dann irgendwann mal auch in unseren Zügen vernünftige Internetverbindung. Aber das ist ein anderes Thema. Aber was, glaube ich, nochmal spannend ist, über die Roboter-Demos. Ich habe es ja gerade schon gesagt, über das autonome Fahren haben einige ja geschrieben, da hat irgendwann die Taste gedrückt, dass die Türen aufgingen und dann eingestiegen und als er losgefahren ist per Tastendruck und sowas. Hatte ich ja schon ein bisschen so eingeordnet, war trotzdem, es haben ja auch viele genutzt dort. Also es wird dann nur das eine Video, also nicht nur, dass Elon Musk mit so einem Auto dort gefahren ist, sondern viele Nutzer, also die auch dort eingeladen waren, in einem relativ wahrscheinlich sehr exklusiven Kreis. Aber bei den Robotern, da war die erste Reaktion von vielen, die sind ja, das ist gesteuert. Das ist gesteuert, das ist gesteuert. Ja. Und wir selber haben da eine klare Meinung und sagen, also ich glaube, er hat das mehr oder weniger auch so durchblicken lassen, auch bei seinem Announcement. Das ist aber auch trotzdem sehr beeindruckend, oder? Natürlich, also man muss sich ja erstmal vorstellen, also es muss im Prinzip ein Mensch in der Lage sein, über ein übertragenes Kamerabild die Umgebung zu sehen und dann entsprechend... Also in den Robotern steckt dann eindeutig keine Menschen drin. Das kann man, das kann man sehen. Den Gag hat er ja vor ein paar Jahren erstmal gebracht, als er den Optimus das erstmal angekündigt hat. Nee, es ist also tatsächlich so, dass ohnehin jetzt auch fernab von diesem Event, um die Trainingsdaten für diese Roboter zu erzeugen, agieren Menschen entsprechend mit sowas wie einem Motion Capturing Suit im Prinzip oder Controllern und Brillen auf und führen entsprechende Tätigkeiten aus. Und auch das, also die Art und Weise, wie sich die Arme zum Beispiel bewegt haben, das sprach schon dafür. Ne? Das sprach schon dafür, dass es im Prinzip tatsächlich ferngesteuert war und auch die Sprache, auch wenn KI-Systeme mittlerweile wirklich extrem gut sind im Thema Sprache. Das, was man da gesehen hat, kein System, was ich kenne, so es ist so, sage ich mal, so menschlich noch, muss man dazu sagen. Wobei man natürlich nicht weiß, was er in der Hinterhand hat, weil er natürlich auch extrem investiert hat in das Thema Rechnerinfrastruktur zum Trainieren von KI.
Und da sieht man auch wieder, wie das alles zusammenfließt. Ne? Also er verfolgt ganz klar dieses Ziel der Autonomie, der autonomen Systeme. Und man könnte fast sagen, Tesla ist Mittel zum Zweck letztendlich. Ja, absolut. Also ich finde ich sehe das ähnlich wie du. Also ich glaube auch, wenn man dann sieht, welche Bewegungen die Roboter auch mechanisch, ich meine, das war ein Thema, worüber wir lange diskutiert haben, gesagt haben, dieses Embodiment in die Realität, das wird eigentlich noch lange Zeit ein Hindernis sein. Glaube ich tatsächlich nach solchen Videoaufnahmen auch nicht mehr in dieser Art und Weise. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was sich voranmacht. Und ich glaube, seine Strategie ist wahrscheinlich an dieser Stelle zu sagen, ich habe es vielleicht noch nicht, aber es wäre ja blöd, wenn ich ankündige, ich kann es noch nicht, sondern kündigt er an, so wird es sein. Und in den Weg wird er sicherlich jetzt auch gehen. Und es ist auch, glaube ich, legitim, diese Wette auf Autonomie gerade zu tun. Denn wenn wir nur über KI sprechen, sagen wir selber, momentan wissen wir gar nicht, wo das Limit ist, bei diesen Lösungen, bei den Systemen. Und es gibt ganz, ganz viele KI-Expertinnen und Experten, die von der AGI, also wirklich hier nicht mehr über Jahrzehnte sprechen. Genau, und dementsprechend ist das ja als Geschäftsmann sehr clever zu sagen, das ist die Strategie. Und ich setze auf diese technologische Entwicklung, dass sie sich zumindest sehr rasant dorthin entwickeln. Und da muss man kein Prophet sein, dass er so weit wahrscheinlich gar nicht daneben liegen dürfte. Aber er ist wahrscheinlich auch der Erste, der in dieser Art und Weise den technologischen Stack und diesen Engineering-Stack hat, um das jetzt auch zu realisieren. Und da ist er relativ mutig, auch wenn er vielleicht das Tesla-Unternehmen als Autohersteller ein bisschen aufs Spiel setzt. Ne? Also das hat man gemerkt, dass strategisch konnte man gar nicht nachvollziehen, was also wie will er noch Model Y oder verkaufen, und von Model 2 war gar nicht die Rede. Was aber vielleicht jetzt auch die Strategie ist, zu sagen, im halben Jahr oder im Jahr komme ich dann nochmal mit so einem Fahrzeug auf den Markt, und dann wird man nicht mehr an das Thema Autonomie so lange denken, und dann kann in Ruhe das weiter forcieren. Da weiß keiner, was in seinem Kopf vorgeht, vielleicht er selber ja zum Teil nicht. Aber so ganz doof ist es nicht, was er gemacht hat. Absolut nicht. Also ich halte das Thema humanoide Robotik für extrem spannend, und das steckt natürlich ein enormes Potenzial drin. Auch wenn man dazu sagen muss, natürlich muss es nicht der humanoide Roboter sein. Also ich glaube, es wird am Ende wirklich ein Zusammenwirken aus verschiedenen. Ja, das ist mein Ziel. Ne? Also sag ich mal, bezahlbaren, günstigen Homebot. Das wäre meine Vision, um erstmal überhaupt Unterstützung in einigen Lebenssituationen zu ermöglichen. Und dieser Roboter, wenn man jetzt mal davon ausgeht, $30.000 hat er gesagt, soll das Ding kosten. Lass es vielleicht mal $50.000 sein, wenn wir realistisch sind. Die 30.000 haben ja alles gekostet. Der Robotaxi auch 30.000, alles mal 30.000. Ist auf jeden Fall erstmal ein Batzen Geld. Ne? Und das heißt, es wird gar nicht natürlich jeder Mensch erstmal in der Lage sein, sich so einen Roboter überhaupt zu leisten, obwohl es natürlich, wenn es gut funktioniert, eine wirklich sehr, sehr sinnvolle Investition ist. Aber durch dieses sag ich mal, Zusammenspiel mit anderen Systemen wird dann auch wieder ein Schuh draus. Also letztendlich können wir davon ausgehen, dass sukzessive immer mehr solcher Systeme Einzug in unser Leben halten. Ich nehme da gerne auch immer den Staubsaugerroboter als wirklich einfachstes Beispiel, der halt so alt auch noch nicht ist. Aber im Prinzip ist es kompletter Standard geworden, und in dieser Art und Weise stelle ich mir das auch in Zukunft vor, dass wir halt viele Systeme haben, die miteinander auch kommunizieren können, die im Prinzip dann spezifische Aufgaben erfüllen können, und wir haben halt diesen humanoiden Roboter für vor allem die Aufgaben, das ist dann irgendwo so die eierlegende Wollmilchsau. Ne? Und das eröffnet halt dann das letzte Potenzial. Ich brauche auch kein Robotaxi mehr, wenn ich einen Roboter habe, der das Auto fahren kann. Genau, das ist nämlich tatsächlich ein interessanter Aspekt, nämlich dieses Thema des Retrofittings. Ne? Wenn wir wirklich den Formfaktor Mensch nachbilden, dann können wir, wenn die Systeme in der Lage sind, das zu tun, im Prinzip alles das abbilden, was ein Mensch tun kann. Und das kann auch wirklich das klassische Auto sein. Also vielleicht werden wir das auch noch sehen, dass im Prinzip Autonomie auf diese Art und Weise erfolgt durch Roboter-Taxifahrer. So lustig es klingt, aber ganz so abwegig ist es tatsächlich nicht. Muss ich mal an Total Recall denken, genau. Wenn das autonome Fahrzeug aber noch einen Roboter-Taxifahrer drin hat. Genau. Im Prinzip das alles, über was wir hier diskutiert haben, ist das, was wir seit Jahren irgendwie schon aufgeschrieben haben. Also wir zusammen haben mal 2018 für die EFI, die Expertenkommission für Innovation, die ja die Bundesregierung berät, ein Gutachten geschrieben über autonome Systeme, was ja auch dann im EFI-Gutachten wiederum zitiert worden ist, über autonome Systeme. Also dieses Level, diese Stufen, jetzt nicht nur fürs Fahren, sondern grundsätzlich, das ist alles schon lange beschrieben. Ja. Auch das Thema Ökosysteme zu bauen, zu entwickeln, das haben wir halt in der Vergangenheit sehr stark über reine Softwareplattformen gedacht. Jetzt wirklich in die physische Welt reinzutragen. Also all das, was er macht, ist kein Rocket Science im Sinne von, es ist super visionär im Sinne, daran hat keiner gedacht, aber diese Umsetzungsstärke, die ist schon sehr beeindruckend, und er akzeptiert ja offensichtlich da auch kein Nein, also das ist schon ganz, ganz wesentlich.
Ja, absolut. Was auch, sag ich mal, ein Muster ist, was sich abzeichnet, ist, sag ich mal, er macht erstmal Dinge und schaut, was da funktioniert, und dann wird auch geschaut, wie passt das mit den Regularien zusammen. Das halte ich aber auch nicht für ganz so falsch, weil wir müssen frühzeitig jetzt darüber nachdenken, was können wir zulassen, wo müssen wir vielleicht Regularien auch aufweichen, um überhaupt das Potenzial erschließen zu können. Denn wir brauchen uns ja nichts vormachen. Wir sind als Deutschland ein Industriestandort, der wettbewerbsfähig bleiben will. Wenn wir wirklich das Ziel haben, dass der Wohlstand aller Menschen steigen soll, was meine persönliche Hoffnung wäre, dass wir es erreichen wollen, trotz aller Krisen und sag ich mal, trotz aller Hiobsbotschaften, ist unser Ziel ja auch am Fraunhofer IEM eine sinnvolle Entwicklung, eine sinnvolle technologische Entwicklung voranzutreiben. Und dazu gehört aber auch frühzeitig darüber nachzudenken, was wollen wir zulassen, wo setzen wir vielleicht Schranken, aber wo schaffen wir es, das so zu machen, dass Innovationen nicht wirklich im Keim erstickt werden. Absolut. Wir sind ja als Forschungsinstitut ja eher ein Innovationsmotor, aber nicht die Umsetzer am Markt. Das sind dann die Unternehmen. Und ich glaube, da kann man vielleicht aus dem heutigen Gespräch auch rausnehmen, dass wir uns das natürlich unglaublich wünschen. Also ich wünsche mir weniger, dass jetzt Tesla ich möchte sowieso nicht, dass ein Unternehmen alles dominiert, aber man muss das analysieren und vielleicht eher als Ansporn, wie wir das anfangs als Ansporn auch für die ansässige Industrie in Deutschland, das einfach zu nehmen in ihren Bereichen, auf das Thema Autonomie, auf weiter intelligente Systeme, auf Hightech zu setzen. Absolut. Und dafür aber auch vielleicht dann auch die Aufmerksamkeit bei der Politik, dass wir auch die Rahmenbedingungen dafür deutlich verbessern müssen. Genau. Also wir regulieren uns vielleicht zu Tode zu Beginn, bevor wir überhaupt Innovationen im Keim entwickeln können. Das steckt wirklich dann schon im Keim. Das finde ich ganz, ganz traurig. Und ich glaube, Mut haben wir. Wir haben auch genug Unternehmertum, weil das ist das, was wahrscheinlich Tesla am wesentlichsten auszeichnet, dieser Unternehmertum. Wir haben auch die Expertise in Deutschland. Im Prinzip haben wir alle Zutaten auch hier. Und vielleicht müssen wir da einfach auch mutiger werden und so ein Beispiel nehmen. Und auch wenn das viel Show ist und mit dabei, wenn man das, so wie wir es jetzt versucht haben, mal auf den Kern runterzubrechen, was ist da wirklich passiert, was gibt es nicht. Und vor allem die Tendenz zu zeigen. Weil ich glaube, das ist das, wo man sehr schnell die Augen verwerft und sagt, das war viel Show. Aber man muss ja gucken, was ist dann die nächste stufige Entwicklung aus dem Ganzen. Und da sollten wir eher mit dabei sein und unsere Kräfte auch fokussieren, dass wir eben in Zukunft auch das System Autonomie mitentwickeln und mitgestalten. Und auch nur dann können wir es auch, ich sage jetzt mal, ethisch und rechtlich in den richtigen Rahmen setzen. Sonst werden wir am Ende des Tages nur verbieten können. Und damit ist dann keinem geholfen. Das sehe ich genauso. Also ich nehme aus dem Event am meisten mit, dass dadurch wirklich eine Aufbruchsstimmung erzeugt wird, auch, sage ich mal, eine Zukunftsvision aufgezeigt wird, die gerne auch kritisch diskutiert werden darf. Aber wir sollten es als Anlass nehmen, wirklich nochmal zu schauen, wo sind unsere Stärken und was heißt das für uns, wo wollen wir uns hinentwickeln. Und vor allem das, was du gesagt hast, wir sollten mehr Mut haben dazu, diese Sachen tatsächlich auch in die Umsetzung zu treiben. Ja. Super, vielen Dank. Ich meine, Tommy, wir diskutieren die ganze Zeit das, auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt auch viel Input gegeben haben zu dem ganzen Thema. Ich hoffe trotzdem, ich hoffe vor allem, dass das für andere entspannt ist, da einfach mal Einblicke zu haben, auch Einschätzungen. Und bei dem Thema, da gibt es jetzt kein richtig oder falsch. Also wir versuchen das nur zu bewerten und mich würde einfach tatsächlich sehr gerne eure Meinung interessieren, wie ihr das seht. Schreibt das bitte gerne in die Kommentare. Wir verlinken auch mal unsere Studie von 2018. Ich musste auch noch mal reinschauen, steht da alles schon gelöst drin, aber es war tatsächlich eher im Studienformat. Bitte schreibt die Kommentare, seht ihr es ganz anders? Haben wir jetzt zu viel über Tesla geschwärmt? Muss man das noch kritischer sehen? Habt ihr noch mehr Fake gesehen als wir? Bitte kommentiert das sehr gerne und dann nehmen wir dazu auch gerne wieder Stellung und hoffen dann oder werden dann bald mit dem nächsten Update zu dem Thema KI, Robotik, autonomes Fahren in Kürze wiederkommen. Vielen Dank.